Gregor? Ansgar, traust du dich nicht zu klingeln? Was ist denn los? Du wirkst so komisch. Wer sagt dir denn, dass ich zu euch wollte? Ich wollte was mit Gregor klären. Ja, aber der ist leider nicht da. Tja, vielleicht gab es was Wichtigeres. Du weißt ja, auf Freunde ist nicht immer Verlass. Auf die Familie schon. Johannes Konstantin will nicht in die USA. Der Junge ist völlig verunsichert. Er glaubt, dass du ihn loswerden willst. Du musst mir das nicht erklären, Charlie. Ich habe doch nur versucht, es ihm begreiflich zu machen, dass du ihn nur wegschicken möchtest, weil du dir große Sorgen um ihn machst. All das habe ich ihm bereits gesagt. Ja, aber es ist ein Unterschied, wenn er das von einer neutralen Person hört. Allerdings. Was habe ich denn schon Schlimmes getan? Ich habe es wirklich nur gut gemeint. Ich dachte, ihr könnt dann wieder aufeinander zugehen. Charlie, du hast dich eingemischt, ohne mir Bescheid zu sagen. Das war ein großer Fehler. Das hättest du wissen müssen. Es tut mir wirklich sehr leid, Johannes. Wenn ich irgendetwas tun kann, um es wieder gut zu machen... Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich jetzt alleine lassen würdest. Andi, wo bist du? Egal. Coco, das tut mir alles total leid, aber ich musste einfach raus. Das ist mir alles zu viel. Und was ist mit mir? Komm sofort nach Hause. Du hast dir den Mist alleine eingebrockt, also musst du da auch alleine durch. Ich gebe ja zu, es war eine dämliche Idee von mir mit dem Kampf. Noch viel dämlicher war, dass du die Location zur Verfügung gestellt hast. Andi, wieso sagst du nichts? Weil ich dir zuhöre, wie du mich fertig machst. Zu Recht. Wie konntest du dich auf sowas Dämliches einlassen? Arno vertraut dir, gib dir den Schlüssel. Und du sagst diesen Idioten, die können in die Lagerhalle. Ich weiß, er bringt mich um. Auch zu Recht. Du musst zu ihm und mit ihm sprechen. Das bist du ihm schuldig. Und wenn er mich rausschmeißt? Du hast doch so einen guten Draht zu ihm, kannst du nicht mit ihm reden? Du bist so feige. Jetzt soll ich ganz alleine deinen Mist ausbaden? Sag mal, bist du noch ganz dicht? Und was heißt überhaupt guter Draht? Naja, ihr guckt zusammen Fußball, was weiß ich. Einen besseren Draht zu ihm hat wohl nur seine Frau. Coco, hilf mir. Geh zu ihm und leg ein gutes Wort für mich ein. Du bist die Einzige, die das kann. Meinst du nicht, du verlangst ein bisschen viel von mir? Arno reißt mir den Kopf ab, nur dieses eine Mal. Coco, hilf mir. Bitte. So, Ihre Karten. Viel Spaß. Du findest es bestimmt kitschig, aber Schneewittchen im Glassack soll total echt aussehen. Hörst du mir überhaupt zu? Ihre Karten. Ja, klar, Schneewittchen, toll. Sollen wir da jetzt sofort hingehen? Du denkst noch immer an Ansgar, oder? Ich kann halt nicht vergessen, wie er sie fertig gemacht hat. Ja, ich weiß, aber ich kann auch Ansgar verstehen, dass er verletzt ist. Dass er mich hasst, ja, mein Gott. Ich bin halt der Vater von Nathalies Kind und nicht er. Aber er darf deswegen nicht das Leben des Babys riskieren. Und er gönnt dir nicht, dass du glücklich bist. Ich habe irgendwie das Gefühl, er will sich an mir rächen. Dann muss ich mir eben was einfallen lassen, damit du auf andere Gedanken kommst. Was denn? Na, was wohl? Und? Besser? Wegen einem einzigen lächerlichen Kuss? Dann eben noch ein, bis alle bösen Gedanken verschwunden sind.
meiner Lagerhalle Boxkämpfe? Fahrrad oder Inliner? Nichts Schlimmes. Ich Meine möchte deinen Mitarbeiter Vater nicht. Ja, selbstverständlich, ohne mein Wissen. Was denken Sie denn? Ja, tun Sie das. Danke. Du hast Besuch. Hallo, Herr Brandner. Es war die Polizei. Irgendwelche Halbstarken haben meine Lagerhalle missbraucht. Für Boxkämpfe. Ich muss Ihnen etwas sagen. Sie wissen doch noch, dass Andi bei einem Ihrer Mitarbeiter den Schlüssel geholt hat. Also die Halbstarken, einer davon war Andi. Er hat denen gesagt, die können in der Halle boxen. Also das verstehe ich jetzt nicht. Was hat Andi denn zu tun mit diesen Idioten, die sich die Visage polieren? Sag, was ist denn mit dir? Hast du einen Unfall gehabt? Nein, ich wollte Andi da rausholen und einer von denen hat mich geschubst. Er hat dich da reingezogen? Er hat riskiert, dass dir was passiert? Der ist da nur blöd reingerutscht. Gerutscht? Oh nein. Ja, die ganze Sache wurde von Anfang an geplant. Schon als er den Schlüssel holen wollte. Er hat mich belogen. Betrogen hat er mich. In Kauf genommen, dass ich den ganzen Ärger am Hals habe. Das also heißt für ihn, sein Leben in den Griff bekommen. Nein, ich habe keine Lust mehr auf Andis Geschichten. Bitte werfen Sie ihn nicht raus. Er hat Mist gebaut, aber das tun wir doch alle mal. Geben Sie ihm noch eine letzte Chance. Bitte. Er war so kühl. Ich glaube, ich habe Johannes für ewig vergrault. Ach nein, aber doch nicht wegen eines so kleinen Streits. Männer wie Johannes und Arno, die wissen, was sie wollen. Wenn die sich mal entschieden haben, da wird man sie so schnell nicht wieder los. Ich weiß nicht. Wenn du gesehen hättest, wie er mich abserviert hat. Aber deine Sorgen sind doch vollkommen unbegründet. Johannes macht eine schwere Zeit durch. Du solltest ihm verzeihen, dass er überreagiert hat. Ja, Elisabeth, ich weiß. Aber wenn er wenigstens begreifen würde, dass ich es nur gut gemeint habe. Es kommt wieder alles in Ordnung. Du wirst sehen. Weißt du, Männer in seinem Alter, die verlieben sich nicht mehr so schnell. Und deshalb trennen sie sich auch nicht, wegen so einer Lappalie. Vielen Dank, Herr Brandner. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Das hat er dir zu verdanken. Schönen Gruß. Wenn ich ihn in den Finger gekriegt hätte, dann wäre er jetzt einen Kopf kürzer. Echt cool von Ihnen. Ich wusste, Sie haben Verständnis, wenn man einmal einen Fehler macht. Tschüss. Wieso hast du das gemacht? Wovon redest du? Ich verstehe dich nicht. Das, was Andi gemacht hat, ist eine schlimme Geschichte für dich und deine Firma. Das weiß ich selbst. Aber Andi ist ein Hitzkopf. Und dass Nico sich von ihm getrennt hat, das hat ihn aus der Bahn geworfen. Früher hättest du ihn fristlos entlassen. Was ist los mit dir? Soll er vor die Hunde gehen? Natürlich nicht. Hat das was mit Coco zu tun? Oh, was soll denn das jetzt schon wieder? Naja, es fällt langsam auf, wie wichtig sie dir ist. Und dass du nicht nur viel Zeit mit ihr verbringst, sondern ihr auch vertraust. Und zwar blind. Also muss ich mir jetzt von meiner eigenen Tochter diesen Unsinn anhören? Ja. Ich mache mir Sorgen um dich. Was ist das zwischen dir und Coco? Ich bin so froh, dass du dich gemeldet hast. Ich konnte die ganze Zeit an nichts anderes mehr denken. Und ich wollte dir sagen, dass es mir leid tut, dass Charlie, willst du nicht erst einmal hören, was ich dir zu sagen habe? Also ich weiß auch nicht, warum ich so extrem reagiert habe. Das ist doch eigentlich überhaupt nicht meine Art. Dabei ist mir doch klar, dass du es nur gut gemeint hast. Also, ich habe mich zu entschuldigen. Ach, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich wollte dir wirklich nur helfen, Johannes. Es war schwer für mich mit anzusehen, wie sehr du unter der Situation mit Konstantin leidest. Und da konnte ich nicht anders. Ich weiß deine Anteilnahme wirklich zu schätzen. Und gerade in schwierigen Zeiten ist eine Freundin wie du unersetzbar. Charlie. Ich mir vorstelle, dass ich dich beinahe verloren hätte, nur weil ich mich in diesen Streit eingemischt habe. Also aus diesem dramatischen Alter sind wir doch heraus, meinst du nicht? Ich bin nur so erleichtert, dass wir uns ausgesprochen haben. Jetzt steht unserer Liebe nichts mehr im Wege. Weißt du eigentlich, wie glücklich ich bin?
Auch wenn du mir immer wieder sagst, ich würde mir das nur einbilden. Zwischen euch ist doch was. Schweigen ist auch eine Antwort. Mein Gott. Es gab einen Kuss. Ja, sie war sternhagelvoll. Die Trennung von Robin. Ein Brüderschaftskuss. So, Brüderschaft. Ja, Brüderschaft. Hab sie getröstet und bin gegangen. Das ist alles. Alles? Herrgott, du glaubst mir nicht! Und du hast recht. Ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Elisabeth und ich streiten nur noch. Und da ist Coco. Ich bekomme dieses Mädchen nicht mehr aus meinem Kopf. Ich versuche es. Aber du schaffst es nicht. Und wie soll es jetzt weitergehen? Irgendwann werde ich mit Elisabeth reden, bevor sie es selber merkt. Aber du hast doch selbst gesagt, es war nur ein Kuss. Deswegen willst du doch deine Ehe nicht aufs Spiel setzen. Ich will ihr aber auch nichts vormachen. Dieses Herumdrucksen, diese Lügerei, das ist nicht mein Fall. Das liegt mir einfach nicht. Versuch doch einfach auf sie zuzugehen. Das meine ich ja. Auf sie zugehen. Mit ihr reden. Vielleicht versteht sie es ja. Scheiße! Ich möchte die Sydney-Korrespondenz abholen. Ja. Bitte. Okay. Entschuldigung, aber die ist nicht unterschrieben. Ich dachte, die Australier warten dringend auf diese Unterlagen. Frau Brandner, lassen Sie das mal meine Sorge sein. Sie haben für heute frei. Heißt es, ich kann gehen? Habe ich mich so unklar ausgedrückt? Im Märchen kannst du die Frauen ganz einfach retten. Halt dich am Zopf fest und hoch mit dir. Als gäbe es keinen anderen Liebesbeweis. Sicher wird ihr Turm von irgendwelchen Scharfschützen bewacht. Hast du Angst? Du bist doch noch ganz andere Höhen gewohnt. Du hast es nicht anders gewollt. Dann gehe ich sie mal eben befreien. Was machen Sie da? Es ist verboten, die Motive zu betreten. Sowas? Für mich riecht es nach Frühling. Findest du? Ja, das kommt wahrscheinlich nur mir so vor, weil ich so glücklich bin, dass wir uns versöhnt haben. Wir haben uns doch alles gesagt, oder? Johannes, warum bist du so bedrückt? Immer noch wegen eures Streits? Nein, es ist nicht wegen Konstantin. Ich weiß einfach nicht, wie ich es dir sagen soll. Eigentlich sollte ich doch glücklich sein, zu wissen, dass eine so wunderbare Frau wie du mich liebt. Johannes, was immer jetzt kommt, bitte sei ehrlich. Weißt du, wir hatten so schöne Stunden miteinander. Du warst immer für mich da, all unsere Gespräche. Unser Nachmittag auf dem See, der Weihnachtsmarkt. Warum sprichst du nur noch in der Vergangenheitsform? Weil es mir schwerfällt. Weil ich weiß, was du für mich empfindest, Charlie. Ich diese Gefühle aber nicht erwidern kann. Und ich kann und will dir nichts vormachen. Ich schätze dich unendlich, Charlie, und ich möchte dich als Freundin nicht verlieren, aber ich liebe dich nicht. Es ist verboten, die Motive zu betreten. Jetzt hast du die Arme doch nicht gerettet. Oh. Was soll ich mit Rapunzel, wenn ich dich haben kann, ne?
So einen Blödsinn kann ich auch nur mit dir machen. Hey, das war todernst. Wart ab. Gleich wartet auch schon die nächste Prüfung. Und zwar bei Schneewittchen. Was soll ich mit 7 Zwergen in einem Raum? Vielen Dank. Da bin ich lieber mit dir zusammen. Prinzessin? Aber du musst auch an Natalie denken. An Natalie und euer Kind. Tue ich doch auch. Aber ich will auch immer für dich da sein. Auch wenn ich manchmal lange auf dich warten muss. Ich kann nicht anders. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Weißt du was? Ich habe gerade eine Idee für deine Rettung. Wir haben doch noch so viel Platz in der Wohnung. Zieh doch bei uns ein. Dann können wir immer zusammen sein. Was machst du denn jetzt schon hier? Feierabend. Der junge Graf hat mir aus unerklärlichen Gründen freigegeben. Dass du mal tagsüber zu Hause bist. Und jetzt habe ich noch das X-Quadrat übrig. Und was mache ich jetzt? Lass dir was einfallen. Da braucht wohl jemand Hilfe, was? Ach, so ein freier Nachmittag ist ein Geschenk. Es ist schön, so entspannt zu Hause zu sein. Genau. Eine Gelegenheit, aufeinander zuzugehen. Miteinander zu reden. Ja. Zum Beispiel. Genießen wir den Nachmittag. Du wirst ja wohl x² von x hoch 3 unterscheiden können, oder? Du hilfst deiner Schwester in Mathe? Du bist ein Held. Ja, der Stoff ist aber schon eine Weile her. Hast du nicht Zeit? Ich hasse Mathe. Echt super, dass du da bist. Du bist echt meine Rettung. Worüber wolltest du eigentlich mit mir reden? Hat es Zeit bis später? Ja, nicht so wichtig. Ich habe sowieso noch Bürokram zu erledigen. Das ist doch wirklich nicht schwierig. Aber nur, wenn du mir hilfst. Ja, guck mal. Oh, Coco, du bist so eine Heldin. Wie hast du das bloß hinbekommen, dass der Brandmann mich doch nicht rausgeschmissen hat? Lass uns von was anderem reden. Wann kommst du zurück? Spätestens in 2 Wochen. Bis dann ist alles abgeheilt und keiner fragt mehr, ob meine Freundin mich verprügelt hat. Ob ich das wohl so lange ohne dein Chaos aushalte? Du, ich muss Schluss machen. Meld dich, wenn das ist, okay? Mach ich. Ciao. Hallo, Coco. Kann ich dich kurz sprechen? Klar, worum geht's denn? Das kannst du dir doch denken. Mein Vater hat mir alles erzählt. Und wenn du ihn nicht in Ruhe lässt, kriegst du es mit mir zu tun. Hallo, Charlie. Hallo, Leonard. Sie haben es aber eilig. Wollen Sie zu meinem Vater? Falls ja, könnten Sie ihm vielleicht ausrichten, dass ich vor meiner Schicht noch kurz bei ihm vorbeischaue. Ich muss nur noch schnell zu Natalie. Na, das klingt nach einem beschäftigten Tag. Ja, das kann man wohl sagen. Ist aber auch gut so. Das lenkt ab. Vor allem die Arbeit im Krankenhaus. Das freut mich für Sie, Leonard. Ja, entschuldigen Sie, ich muss da noch weiter. Ich wollte nicht zu Ihrem Vater. Ah. Ach, hier bist du. Na, konnte Lisa profitieren von deinen Mathematikkenntnissen? Ja, das war ja nur eine Kleinigkeit, auf die sie selber nicht gekommen ist. Aber ich hatte heute ein Gespräch mit Charlie und das geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Wegen Graf Lahnstein? Ja. Sie hat Liebeskummer. Die beiden haben sich gestritten und er war wohl etwas kühl zu ihr. Was Ernstes? Nein, ich glaube nicht. Aber sie sind noch nicht so lange zusammen. Und bei jeder Kleinigkeit, da stellt Charlie gleich die ganze Beziehung in Frage. Ich weiß, jeder Blick wird gedeutet, jedes falsche Wort könnte das endgültige Aus sein. Naja, mit der Zeit wird Charlie sich auch nicht mehr durch jede Lappalie aus der Bahn werfen lassen. Zum Glück haben wir das nicht mehr nötig. Ich bin froh, dass es dich gibt.
Ich meine, wir streiten auch. Zurzeit sogar ziemlich viel, aber deshalb denken wir ja nicht gleich an Trennung. Natürlich nicht. Ach, Arno. Es ist so schön, dass wir uns nichts mehr vormachen müssen. Dass wir offen und ehrlich über alles reden können. Man braucht jemanden, dem man vertrauen kann. Ich hoffe, Charlie hat das in Johannes auch bald gefunden. Worüber wolltest du eigentlich vorhin mit mir reden? Arno! Arno! Es war nur ein Kuss. An den kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Was bis jetzt gelaufen ist, spielt doch keine Rolle mehr. Du versprichst mir auf der Stelle, ihn nie wiederzusehen. Weißt du eigentlich, dass du seine Ehe aufs Spiel setzt? Ist ja gut jetzt, ich versprech's ja. Kann ich jetzt gehen? Ja. Hi, Nicole. Hi, schon wieder hier? Ja, ich komme noch mal wegen Natalie. Sie war nicht zufällig hier unten? Nee, die habe ich heute noch gar nicht gesehen. Ah, verstehe. Hör zu, falls sie gar nicht mehr kommt, könntest du dir vielleicht Gregor geben? Das sind ihre Tabletten gegen die Übelkeit. Sicher, mache ich. Wahrscheinlich ist sie heute noch gar nicht aufgestanden. Ging ihr ziemlich übel heute Morgen. Jedenfalls habe ich Natalie was gegeben, damit sie den ganzen Tag durchschläft. Was war das denn eben? Stimmt etwas nicht? Ist mit der Firma was nicht in Ordnung? Hast du immer noch Ärger mit der Polizei wegen der Halle? Ich weiß nicht mehr weiter mit uns. Mit mir. Aber warum? Es läuft doch wieder besser zwischen uns. Ich weiß, dass ich zu viel arbeite, zu viel in der Holding bin. Aber ich versuche wirklich, mehr Zeit für dich und die Familie zu haben. Glaub mir, ich gebe mir ganz, ganz große Mühe. Ich tue alles, um unsere Beziehung zu retten. Elisabeth, merkst du denn nicht? Es liegt nicht an dir, dass unsere Ehe in Gefahr ist. Nicht du bist das Problem. Ich bin es. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich glaube, ich habe mich... Da ist jemand... Du hast eine andere. Natalie! 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 Natalie, hey! Um Gottes Willen.